Viele, die sich über den Islam informieren wollen, lesen nur den Koran. Doch gibt es neben dem Koran vielleicht noch andere Schriften, die für Muslime wichtig sind? Sunnah, Hadith, Sahih al-Bukhari, was ist damit gemeint? Sunnah ist ein arabisches Wort, das Gewohnheit bedeutet. Im Islam ist damit die Sunnah des Propheten gemeint, das Vorbild Mohammeds. Daher kommt auch das Wort Sunniten. In Sure 3, Vers 31 steht: Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, also Mohammed, damit auch Allah euch liebt und euch eure Schuld vergibt. Sag, gehorchet Allah und dem Gesandten, wenn sie sich abwenden, sind sie eben ungläubig. Das heißt, der Koran selbst fordert dazu auf, Mohammed nachzufolgen. Er gilt als das vollkommene Vorbild aller Gläubigen. Doch wie hat Mohammed eigentlich gelebt? Er ist ja schon gestorben, genauso wie die Leute, die ihn miterlebt haben. Im Koran erfahren wir fast nichts aus seinem Leben. Sein Leben finden wir besonders in den Hadithen, vom 7. bis 9. Jahrhundert aufgeschrieben. Es wurde niedergeschrieben, was in den ersten Jahrzehnten meist mündlich weitererzählt wurde. Nicht alle Berichte sind jedoch echt, und es gibt viele Diskussionen darüber, welche Berichte zuverlässig sind und welche nicht. Muslime können zu vielen Fragen ihres täglichen Lebens im Koran keine Antworten finden. Sie nutzen dann die Hadithe, denn der Koran spricht über viele Themen einfach nicht. Aber müssen Muslime sich an diese Berichte halten? Was, wenn ihnen nicht gefällt, was dort steht? Die meisten sunnitischen Muslime unterscheiden Koran und Sunna anhand des Grades der Heiligkeit. Koran und Sunna gilt es zu befolgen. Es sind beides Autoritäten, doch man muss sich nicht reinigen, um ein Hadithbuch zu berühren, und man bekommt keinen zusätzlichen himmlischen Lohn durch das Lesen der Hadith. Der Inhalt der Hadith ist aber Gottes Wille. Die Grammatik und die Wortwahl sind jedoch nicht perfekt, da sie von Menschen formuliert und überliefert wurde. Heutzutage existieren viele Sammlungen von Überlieferungen, doch besonders zwei Hadith-Sammler aus dem 9. Jahrhundert müsst ihr euch merken: Al-Bukhari und sein Schüler Muslim. Bukhari sammelte 600.000 Überlieferungen und filterte nur etwa 2800 heraus, ohne Wiederholung, die er als authentisch eingestuft hat. Er hat sehr streng geprüft, wer die Personen waren, die seine Geschichte weitererzählten. Waren sie religiös, wahrheitsliebend, kannten sie sich überhaupt? Seine Zusammenstellung gilt unter den Sunniten als die glaubwürdigste Hadith-Sammlung. Also ein Hadith besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus der Überlieferungskette, bei der eine Person quasi mit Al-Bukhari spricht. A erzählte mir, B habe berichtet, C sagte auf Autorität von D, dass Mohammed sagte oder dass Mohammed sich so und so verhalten hat. Übrigens wird von Islamwissenschaftlern oft kritisiert, wie denn Bukhari im 9. Jahrhundert noch feststellen konnte, wie wahrheitsliebend die ganzen Personen waren, die doch schon fast alle tot waren. Auch Schiiten akzeptieren viele Überlieferungen nicht, besonders wenn in der Überlieferungskette jemand genannt ist, der ein Feind von Ali war. Ali ist einer der wichtigsten Vorbilder der Schiiten. Im sunnitischen Islam bekommt Al-Bukharis Sammlung aber die beste der drei Klassifizierungen: Sahih, arabisch für gesund oder authentisch, im Vergleich zu Hasan, schön oder zuverlässig, oder Daif, schwach. Deshalb heißt es Sahih al-Bukhari oder Sahih Muslim. Selbst wenn man aus Sahih al-Bukhari zitiert, wird manchmal von einigen Muslimen gesagt, das ist nicht authentisch, sondern eine Fälschung. Und dann werden schwächere Hadiths zitiert, die etwas anderes sagen. Es ist hilfreich, die Klassifizierung einer Hadiths zu kennen. Der zweite Teil einer Hadith ist der überlieferte Text. Ein Beispiel: Abu Huraira berichtete, dass der Prophet ihm sagte: Wahrlich, Allah liebt das Niesen und hasst das Gähnen. Wenn einer niest und Allah dafür lobt, so ist es Pflicht eines jeden Muslims, der ihn gehört hat, dass er ihm Barmherzigkeit wünscht. Was das Gähnen aber angeht, so ist dies von Satan. Und er, der Muslim, soll es von sich abweisen, soweit er kann. Denn wenn er Ha sagt, lacht ihn Satan aus. Ja, in so einer Hadith lernt man das persönliche Leben Mohammeds und der ersten Muslime kennen. In vielen Lebenssituationen. Es ist die Intimsphäre des Islams. Und auch wenn dir so ein Bericht fremdartig vorkommt, das sind authentische Reden, Berichte von dem, was Mohammed sagte. Vieles von dem, was Mohammed sagte, wird dir abergläubisch oder widersprüchlich vorkommen. Zitiere eine solche Hadith und du kannst mit 3 Reaktionen von Muslimen rechnen. Erstens:
Einige liberale Muslime lehnen alle Hadithe ab. Es ist aber historisch nicht möglich, alles wegzuwerfen, was die ersten Muslime zur Zeit Mohammeds überliefert haben. Kennen die ersten Muslime die Umstände und das Leben Mohammeds nicht besser als heutige Muslime? Im Internet findest du trotzdem einige wenige Muslime, eine kleine, aber laute Minderheit, die sogar authentische Hadiths als Autorität komplett ablehnen. Aber viele Gesetze und Lehren in islamisch geprägten Ländern sind nicht im Koran zu finden, sondern in dem Vorbild Mohammeds. Ginge es nur nach dem Koran, könnten Muslime zum Beispiel nur 3-mal am Tag beten, ohne genaue Uhrzeiten, und sich mit Stehen, Sitzen, Liegen abwechseln, jeder wie er will, und so weiter. Und alle könnten den Koran ganz neu auslegen, denn den historischen Kontext für viele Korantexte, den finden wir nur in den Hadithen. Die zweite Reaktionsmöglichkeit: viele Muslime akzeptieren nur die schönen Geschichten, die von Mohammeds Barmherzigkeit erzählen. Andere Hadiths, die seine Härte und so weiter beschreiben, lehnen sie ab, besonders im Westen. Historisch ist diese Auswahl allerdings willkürlich, reine Geschmackssache. Wenn man sich ansieht, welche Hadiths die heutigen Muslime im Westen akzeptieren und welche nicht, erfährt man mehr über ihre Prägung und ihre Werte als über das Leben Mohammeds. Offensichtlich wollen sie lieber einem friedlichen Vorbild folgen, und das ist ja auch gut. Aber das ist eine einseitige Sicht auf Mohammed. Als Nachfolger Mohammeds sollte man sich seinem ganzen Leben stellen, auch den Geschichten, die oft kritisiert werden. Dritte Reaktionsmöglichkeit: du akzeptierst auch die Geschichten von Mohammed, die heute heftig kritisiert werden. Das wäre konsequent, und du würdest dich nicht am Zeitgeist, sondern an den islamischen Quellen orientieren. Allerdings würdest du dabei auf viele Dinge stoßen, die du wahrscheinlich nicht erwartet hast, die wirklich schwierig für deinen Glauben sind. Wenn du die kompletten authentischen Hadith ernst nimmst, wird das dein Bild von Mohammed verändern. Ich empfehle dir, schau dir einmal alle authentischen Überlieferungen über Mohammed an und vergleiche sie mit dem Leben von Jesus. Denke neu darüber nach, wessen Vorbild du nachfolgen willst, Mohammed oder Jesus. Und beantworte diese Frage nicht zu schnell. Es ist die wichtigste Frage deines Lebens.